Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der sogenannten Spannungsanpassung, nachdem ich mich im letzten Video mit der sogenannten Leistungsanpassung befasst habe. Wie ich dort gezeigt habe, modelliert man eine Spannungsquelle auf sehr einfache Art und Weise, jedenfalls in sehr vielen Fällen, um das Verhalten der Spannungsquelle nach außen hin zu zeigen. Dieses Modell macht aber keinerlei Angaben darüber, wie es im Inneren der Spannungsquelle, so zum Beispiel in einem Akku oder einer Batterie aussieht. Dieses Modell gilt also nur für das äußere Verhalten. Dabei geht man davon aus, dass die Spannungsquelle einen festen Wert Ri hat, einen inneren Widerstand und eine feste sogenannte Urspannung U. Beide Werte sind unveränderlich. In dem Video zur Leistungsanpassung habe ich den Verlauf des Stromes gezeigt, wenn denn der Widerstandswert RL von 0 bis zu sehr hohen Werten ansteigt. Außerdem habe ich dort gezeigt, wie sich die Spannung UL verhält, wenn wiederum der Widerstandswert von 0 auf sehr hohe Werte anwächst. Außerdem habe ich dort den Verlauf der Leistung im Lastwiderstand gezeigt. Wir sehen hier die entsprechende Kurve mit steigendem Lastwiderstand. Ich habe bei der Leistungsanpassung dann diesen Punkt herausgegriffen. Dort wird nämlich der Spannungsquelle die maximale Leistung entnommen, sodass man meinen könnte, dass Spannungsquellen generell in diesem Punkt betrieben werden, was aber tatsächlich nicht der Fall ist. Denn in diesem Punkt, wenn PL den maximalen Wert hat, beträgt der Wirkungsgrad 0,5. Sie sehen hier, habe ich den Verlauf des Wirkungsgrades bei steigendem Wert von RL eingetragen. Die Funktionsvorschrift für den Wirkungsgrad Eta sehen Sie hier. Die ist sehr einfach, ich habe sie hier nicht hergeleitet. Da nun aber bei PL Max der Wirkungsgrad nur 0,5 beträgt, ist diese sogenannte Leistungsanpassung für Energieübertragungszwecke nicht nutzbar, denn das würde bedeuten, dass im Inneren der Spannungsquelle genauso viel Leistung umgesetzt wird, und zwar in Wärme wie denn außen in dem zu versorgenden Betriebsmittel. Das wäre schlicht und einfach energietechnisch eine Katastrophe. Außerdem wäre die Spannung hier außen sehr labil. Hier ist nun das gleiche Diagramm noch einmal abgebildet, wiederum der Verlauf der Leistung im Lastwiderstand und der Wirkungsgrad. Allerdings betrachte ich jetzt nicht mehr den Punkt der maximalen Leistung, sondern ich schaue mir große Werte von RL an und stelle fest, dass mit größer werdendem Lastwiderstand der Wirkungsgrad sich immer mehr dem Wert 1 annähert. Das bedeutet, dass im Inneren der Spannungsquelle kaum noch eine Leistung umgesetzt wird und somit die Verluste sehr gering sind. Für Ri sehr viel kleiner RL wird sich der Wirkungsgrad immer weiter dem optimalen Wert von 1 annähern. Da ich aber in der Praxis nun den Wert RL kaum ändern kann, muss ich dafür sorgen, dass der Innenwiderstand der Spannungsquelle möglichst klein ist. Und genau das wird bei Spannungsquellen für die Energieerzeugung angestrebt, dass der Innenwiderstand der eigentlichen Spannungsquelle möglichst klein ist. Zum Beispiel dadurch, dass man relativ dicke Leitungen im Generator unterbringt, die dann eben keinen großen kupfernen Widerstand haben. Spannungsanpassung bedeutet also, dass man durch einen sehr kleinen Wert von Ri die Verluste in Spannungsquellen möglichst klein halten möchte. Wenn man das an der Gleichung für den Wirkungsgrad festmacht, die sich ja dadurch ergibt, dass ich die Leistung im Lastwiderstand durch die Gesamtleistung teile. Wenn man das Ganze dann genauer durchrechnet, kommt man darauf, dass man das Ganze auch mit den Widerständen darstellen kann. Bedeutet das nun, wenn RL sehr viel größer ist als Ri, dass man hier im Nenner den Wert Ri vernachlässigen kann. Wenn dieser Wert nun nahe bei 0 liegt oder sehr viel kleiner ist als RL,
teile ich ja nun in diesem Bruch RL durch RL und somit liegt der Wert bei 1 oder nahe bei 1, wenn RI ungefähr 0 ist. Man kann also an dieser Gleichung auch wunderbar festmachen, dass mit einem sehr kleinen RI verglichen mit RL der Wirkungsgrad gegen 1 geht. Das Fazit für die Spannungsanpassung ist keine große Überraschung, denn schon rein intuitiv wird man verstehen, dass der Innenwiderstand einer Spannungsquelle gegenüber dem Widerstand der Last sehr klein sein sollte, da dann der Wirkungsgrad möglichst gut ist, denn es fallen dann schlicht und einfach weniger Wärmeverluste in dem inneren Widerstand ab. Und in diesem Fall, wir haben das gerade gesehen, geht dann der Wirkungsgrad gegen 1. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass die Spannung UL an den Klemmen dann besonders stabil ist, wenn RI klein ist. Denn ändert sich nun der Strom, weil der Lastwiderstand ein wenig schwankt, so wird sich die Spannung an RI kaum verändern und damit wird sich auch die Spannung an den Klemmen kaum verändern. Man hat also zwei Vorteile, wenn man eine Spannungsquelle bei Spannungsanpassung betreibt. Das Fazit bedeutet hier, der Innenwiderstand von Spannungsquellen wird möglichst klein gehalten. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Sie haben die Einordnung des Begriffes Spannungsanpassung nachvollziehen können, besonders in Abgrenzung zur sogenannten Leistungsanpassung, die eher bei schwachen Energiequellen oder in elektronischen Schaltungen verwendet wird. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.